Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt auf meinem Kanal, und zwar This is the Police. Ja, wir haben den guten Herrn, den wir im Spiel verkörpern, schon gesehen, und zwar den guten Herrn Boyd. Unser Ziel in diesem Spiel wird es sein, $500.000 für unsere wohlverdiente Rente beiseite zu legen in unseren letzten 180 Tagen Dienstzeit. Und uns dabei möglichst nicht mit den konkurrierenden Gesellschaften in Freeburg anzulegen. Also einerseits zum Beispiel die Mafia oder auch den Bürgermeister, die beide einen gewissen Einfluss auf unser Leben haben. Der Bürgermeister könnte uns natürlich rauswerfen und die Mafia kann dafür sorgen, dass ein Start in den Tag etwas anders verläuft, als das von uns gewünscht würde. Genau, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das spiele. Das letzte Mal ist aber schon etwas länger her. Da habe ich mich dann auch schon genau nach 11 Tagen, als ich dann ja mich eigentlich korrekt verhalten wollte und eben nicht so viel mit der Mafia zu tun haben wollte oder eigentlich eher gar nichts, hatte ich nach 11 Tagen ein Messer in der Vogelscheuche meines Bauernsitzes stecken und ungefähr einen Tag später wurde ich dann am Frühstückstisch erschossen. Genau das werden wir in diesem Durchlauf jetzt nicht versuchen. Das ist auch der erste Durchlauf von vielleicht mehreren. Und wir werden in diesem Durchlauf möglichst eigentlich nur auf unser eigenes Ziel achten, dass wir am Ende mit diesen $500.000 nach Hause gehen. Ja, ohne weitere Vorrede fange ich dann einfach mal an. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Also die Titel der heutigen Schlagzeilen. Bürgermeister Rogers sexsüchtiger. Stadt bestätigt Gerüchte um Jack Boyds Rücktritt. Auf Bitte von Bürgermeister Rogers, Mark Ward 2 wird in Freeburg noch am Tag vor der Weltpremiere gezeigt. Aha. Okay, dann gehen wir mal zur Arbeit.
When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Guten Morgen. Gestern hat das Büro des Bürgermeisters offiziell ihren Rücktritt verkündet. War das eine Überraschung für Sie oder wussten Sie vorab davon? Ja, so wird sich das Spiel hauptsächlich spielen, dass wir relativ viele Entscheidungen treffen müssen und zwischendrin immer mal wieder kleinere Strategieelemente haben, die wir gleich wahrscheinlich noch sehen werden. So, wie verhalten wir uns jetzt? Die dritte Antwortmöglichkeit wäre wahrscheinlich der Trump unter den Antworten. Ich werde mich einfach mal für die sinnvollste Variante entscheiden, die uns wenig Ärger bereitet. Einerseits mit dem Bürgermeister und andererseits, was würde es jetzt bringen, wenn eben auch die letzte Antwort, welchen Unterschied macht das? Also deswegen sagen wir jetzt mal die offizielle, die dann auch dem Bürgermeister passen würde. Wir können uns ja, wie auch vorhin gesagt hat, unseren eigenen Mist denken. Der Bürgermeister hat es mit mir besprochen. Bürgermeister Rogers hat mir gesagt, dass er frisches Blut in die Freeburger Polizei einbringen will. Also war es keine Überraschung für mich. Wissen Sie bereits, wer Ihr Nachfolger sein wird? Da geben wir, glaube ich, mal einfach eine schnippische Antwort und freche Antwort einfach jemand Neues, denke ich. Ich denke, Sie werden frisches Blut in die Sache bringen. Jemand mit einem neuen Blickwinkel, der frisch an die Sache herangeht. Nach dem jüngsten Korruptionsskandal hat Ihr Stellvertreter Francis Kedrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde, könnte das seine Meinung ändern? Den Francis Kedrick kenne ich natürlich schon. Wir kennen ihn jetzt hier aus unserer Perspektive noch nicht. Aber grundsätzlich uns freuen würde das natürlich nicht so sehr, da ja Korruptionsskandal jetzt nicht so toll ist. Da sollten wir uns jetzt auch gegenüber der Presse nicht so verhalten. Machen wir einfach mal vielleicht. Klingt durchaus möglich, wenn er den Eindruck hätte, dass ihm die neue Position ihm dabei helfen könnte, der Stadt noch eine Weile zu dienen.
Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Können Sie dazu etwas sagen? Da ist jetzt die Frage, wie wir uns so gegen der Mafia verhalten wollen. Die Polizistenseele würde wahrscheinlich dann das hier sagen, die erste Antwort. Aber wir machen das jetzt einfach. Es wird ja nicht genau gesagt, inwiefern die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Und wenn es der Polizei dienlich ist, würde ich sogar sagen, zweckheiligt die Mittel. Wenn ein kurzfristiges Abkommen mit der Mafia uns dabei hilft, ein Verbrechen aufzuklären oder zu verhindern, dann würden wir natürlich versuchen, das Beste dabei herauszuholen. Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren frühen Ruhestand sein könnte? Das letzte macht nicht so wirklich Sinn. Ich würde einfach sagen, wir machen das wieder so, dass wir uns dem Bürgermeister positiv gegenüber verhalten. Wir wollen jetzt mal in diesem Durchlauf nicht wirklich andere Leute verärgern. Also sagen wir auf keinen Fall. Das ist schlicht unmöglich. Bürgermeister Rogers ist ein wahrer Profi, trifft seine Entscheidungen nach sorgfältigen Abwägen. Bei unseren Jobs trägt man niemandem etwas nach. Danke. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But
try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes? Go fuck yourself, Troy Star. Und ein neuer Tag beginnt. Leiter des Kulturressorts besitzt Villa in Italien. Sauberkeit der Straßen um 20% gestiegen. Beamtenbezüge werden in diesem Jahr nicht mehr steigen. Sowohl gute Nachrichten als auch schlechte. Dann gehen wir mal zur Arbeit. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. So. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal, weil es schon etwas länger her ist, das tatsächlich mit dem Tutorial spielen, aber das sind ja nur relativ kleine Anweisungen. Die Freiburger Polizei ordnet bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute und morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen und Detectives fahren mit ihren Ermittlungen fort. Sie können Angestellte problemlos von einer Schicht in die andere versetzen. Alle Polizisten und Detectives verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Professionalität zeigt den gesamten Effizienzlevel ihrer Polizisten an. Ein Wert von 150 stellt den Durchschnitt dar. Alle Polizisten darunter sind nicht gänzlich zuverlässig, während die mit dem deutlich höheren Wert in Professionalität grundsolide sind, selbst wenn es hart auf hart kommt. Der individuelle Wert an Professionalität kann im Laufe einer Karriere steigen oder sinken. Da ist ein Rechtschreibfehler. Energie zeigt an, wie müde ihre Polizisten sind. Je weniger Energie ihre Leute haben, desto weniger zuverlässig ist ihre Arbeit und ein erschöpfter Polizist könnte am Steuer einschlafen oder einen schwerwiegenden Fehler auf der Arbeit machen. Ihre Angestellten verlieren einen Punkt Energie nach jedem Arbeitstag und erhalten einen neuen Punkt nach jedem Tag Ausruhen. Ihre Angestellten erzählen ihnen nicht alles. Einige zusätzliche Eigenschaften sind versteckt. Zum Beispiel sind manche Polizisten faul und während sich alle möglichen Ausreden ausdenken, um einen freien Tag zu bekommen, während andere gern über den Durst trinken. Sie können über solche Dinge nur spekulieren, sollten aber ihre eigenen Schlüsse aus dem Verhalten ihrer Angestellten ziehen können. Okay, das hier ist Schicht B. Mit der beginnen wir dann mal den Tag. Notrufe. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Sie werden Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, von wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter das Ziel von der Polizeiwache ist, desto länger werden ihre Beamten dorthin brauchen. Und umso länger werden ihre Leute unankömmlich für neue Jobs sein. Die einfachste Methode, die Schwierigkeiten einer Aufgabe festzustellen, ist zu überprüfen, wie viele Einheiten sie losschicken können. Je mehr Einheiten sie schicken können, desto größer ist die zu erwartende Gefahr.
Besonders risikoreiche Missionen geben ihnen die Möglichkeit, ein SWAT-Team zu schicken, aber dieses muss von wenigstens einem regulären Polizisten begleitet werden. Die Anzahl an Plätzen ist nicht das Einzige, was Sie beachten sollten. Alle verfügbaren Informationen von der Lage des Tatorts zum Vorhandensein von Waffen und so weiter. All das kann Ihnen sagen, wie ernst Sie den Fall jeweils nehmen müssen. Eine Mission kann auf den ersten Blick einfach aussehen, sich aber in ein Schlachthaus verwandeln. Oder es kann ein ernster Anruf hereinkommen, der sich als ein falscher Alarm herausstellt. Okay, wir haben hier Fahrerflucht, Everyday Einkaufszentrum. Ein verheiratetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf dem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang erst heraus, um zu helfen, stieg dann aber schnell wieder ein und fuhr weg, nachdem er gesehen hatte, dass er einen Obdachlosen erwischt hatte. Das ist ja nicht wirklich nice. Und dann schauen wir mal. Das ist jetzt aber, glaube ich, kein so schweres Verbrechen. Wir werden es erstmal so machen, dass wir die besten Polizisten mit den schwächsten zusammenpacken, immer dann zuordnen. Wir schicken mal die Koshi los und der geben wir mal die Price mit, die ja nicht wirklich ein gutes Level im Moment hat. So, schauen wir mal, wie sie sich dabei schlagen. Wir sehen hier unseren Kontostand. Und da haben wir eine gewaltsame Auseinandersetzung. The Last Picture Show Kino. Ein Kinomanager berichtet, dass ein betrunkener Mann während einer Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Rosebud verzierten Snowboard den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Als man ihm den Zugang verweigerte, griff er die Kassiererin gewalttätig an. Derzeit kämpft der Mann mit dem Sicherheitsdienst des Kinos. Da würde ich einfach sagen, schicken wir den Yancy und den Austin. Und die sollten das hinbekommen. Hoffe ich doch mal. Die Musik ist sehr, sehr entspannend bei diesem Spiel. So, die Fahrerflucht. Wenn alles gut läuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass der Kriminelle manchmal kommen können. Versuchen Sie vor allem, tote Polizisten und Zivilisten zu vermeiden. Tote Polizisten werden ihr Team schwächen und tote Bürger ärgern den Bürgermeister sogar noch mehr als Lebende. Täter verfasst, Beamte unversehrt. Sehr schön. Und die gute Price hat sich verbessert. Vielleicht wird doch noch etwas aus der Rentenanwärterin. So, eine gewaltsame Auseinandersetzung. Täter gefasst, Beamte unversehrt und Zivilisten unversehrt. Sehr schön. Bewaffneter Raub. Jetzt wird schon etwas größer. 3 mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenager haben eine Videothek überfallen und sind mit ihrer gesamten Sammlung an Pornofilmen geflohen. Die Täter flohen in einem Auto, aber der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Die Besitzerin ist eine Janet Brown, die in der Vorstadt lebt. Da sollten wir vielleicht 2 etwas bessere Polizisten hinschicken, aber die anderen sind gerade noch nicht verfügbar, deswegen schicke ich da jetzt Purdy und Tsubaki hin. Die beiden sollten das hinbekommen. So, noch ein Fall. Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Bruder und eine Schwester sind über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit geraten. Einer der Anwälte hat erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen, und heute Abend hat der Nachtwächter des Krankenhauses frei. Okay. Da können wir doch durchaus... Sie alleine mit ihm loszuschicken, traue ich mich nicht. Wir schicken einfach mal die Asano und die Kochi los. Müssten beides Frauen sein. Glaube ich mal. Und da haben wir noch einen Fall. Angriff, Ghetto. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angriffen und dann mit seiner Gitarre und seinem Geld wegrannten. Im Ghetto scheint das dann etwas größer zu sein, da können wir eigentlich mal wirklich alle 3 hinschicken. Mal schauen, ob die Price sich bewährt. Und Austin und Yancy dürften ja relativ gute Arbeit leisten. So, direkte Befehle.
Wenn Ihre Polizisten nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, können Sie sie kontaktieren und fragen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Versuchen Sie möglichst, um alles zu kümmern, was anfällt, aber verschwenden Sie nicht all Ihre Zeit darauf. Sie haben noch genügend andere Probleme zu erledigen. Okay? Bewaffneter Raub Vorstadt. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch das offene Fenster sind Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer zu hören. An die Tür klopfen, aufmachen, Polizei, durch ein offenes Fenster in das Haus schleichen oder Sirene und Lautsprecher aktivieren und durchsagen, dass das Haus umstellt ist. Ich glaube, das ist nicht so die richtige Variante, weil die haben ja Schrotflinten. Und das könnte genauso wie das letzte sagen, dass es führen dazu, dass es Stress gibt. Deswegen würde ich präferieren, dass einer der Polizisten sich durchs Fenster schleicht und sie dann direkt auf frischer Tat ertappt. Und es hat alles geklappt. Sehr schön. Und auch die gewaltsame Auseinandersetzung hat funktioniert. Das ist gut. Mal schauen, ob der letzte Einsatz da im Ghetto auch ganz gut läuft. Hat alles funktioniert. Ein sehr guter Tag, würde ich mal so sagen. Passiert an dem Tag heute noch was? Nein. Und in Freeburg ist es im Übrigen so, nach 20 Uhr geschehen keine Verbrechen mehr. Und deswegen kann man dann beruhigt nach Hause fahren. Überstunden. Wenn Sie glauben, dass Sie am nächsten Tag ein paar extra Leute brauchen werden, können Sie jedem Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Aber wenn Sie ohne Pause durcharbeiten, werden Sie deutlich erschöpfter sein. Und dann wird zwangsläufig jemand einen Fehler machen. Erstmal sollte das ohne Probleme gehen, dass wir mit dem Team genauso viel zurande kriegen. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years, he's played loose with the law. And I know that at a certain point, every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business. So you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight.
Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Ja, wie uns das jetzt am 3. Tag ergehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Warm rain beats down in waves on pavement. The wind sings its prose while I'm waiting for the cold to reach my boat. And you appeared in the night, just a shadow, barely in sight. Why didn't I know then that no good be born of loving you? Still no good's been born of love.